Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal Simply Adventure. Wir sind, wie ihr schon erkennen könnt, wieder mitten in der Pampa. Vielleicht erkennt der ein oder andere diesen Bunker hinter mir. Und zwar ist es ein Bunker aus dem Ersten Weltkrieg von den Deutschen. Und wir wollen uns heute weitere Anlagen der Moselstellung anschauen. Wir haben da noch etliche Sachen, die wir geplant haben. Ob wir alles erreichen, wird sich zeigen, weil wir sind hier mitten in Bocage wieder. Das ist alles mittlerweile eingewachsen. Das war früher natürlich nicht so. Und wir haben hier noch diesen Armierungsbunker, den der ein oder andere vielleicht noch kennt. Ringsrum alles eingewachsen. Und man kann hier noch die restlichen Intarsien von dem Relief hier erkennen. Hier wird eine höchstwahrscheinlich eine Artilleriestellung auch gewesen sein. Und das ist jetzt hier ein größerer Bunker. Und über den Eingängen seht ihr auch jeweils noch das Eiserne Kreuz. Und wir wollten unbedingt jetzt hier noch mal in diesen Bunker auch rein, weil Melanie den noch nicht gesehen hat. Und ich hatte ja damals hier auch ein Relikt gefunden, einen Gasmaskenbehälter. Und den wollte ich heute auch noch mal versuchen, dass wir den eben uns anschauen, ob ich den da irgendwie rausgefischt bekomme. Und ja, dann zeige ich euch den. Also, es geht los. Perfekt. Und dafür haben wir ein richtiges Relikt. Schau dir das mal an. Es ist zwar jetzt komplett in den Stiefeln Wasser. Guck dir das mal an, ey. Das ist ein Behälter. Hier ist sogar noch Leder dran. Von Gasmasken. Weiß nicht, ob man, kannst du hier was erkennen? Nee, das ist leer. Richtiger Behälter. Da. Siehst du das? Mhm. Und das habe ich letztens auch schon gesehen, aber da war es glaube ich noch höher. Aber jetzt habe ich auch trotzdem Masse. Egal. Dafür das Relikt gar nicht. Deshalb liegt es da wahrscheinlich noch. Ja, diese geriffelten. Krass. Sogar hier noch das Gummi ist das halt auch, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, aber das ist ja ein Bunker aus dem Ersten Weltkrieg oder ob es trotzdem aus dem Zweiten ist. Man sieht ja leider keine Nummer. So, jetzt geht es zum nächsten, den wir hier mal lokalisiert haben. Die Frage ist jetzt halt wirklich, inwieweit kommen wir jetzt hier an diese Sachen ran? Das ist wirklich extrem schwierig. Nochmal eben zur geschichtlichen Thematik, zur Hintergrundstory von dem Ganzen. Die Moselstellung, wie gesagt, wurden halt von den Deutschen errichtet, direkt nach dem Deutsch-Französischen Krieg, den die Deutschen gewonnen hatten. Ja. Und die sind halt sehr, sehr interessant, weil die auf einzelnen strategischen Punkten halt errichtet wurden und später kamen dann noch halt größere Festungen dazu. Ende 1890 fing das langsam an. So, und jetzt müssen wir hier wirklich mal gucken, wo genau das jetzt hier ist, weil ihr könnt es erkennen, wir haben das hier wieder vor uns. Wir haben schon einen Beweis gefunden, einen Hinweis, dass hier was sein muss. Ja, schaut mal hier, Leute. Jetzt geht's wieder los. Hier ist wieder so eine Infanterieabwehr. Und hier habt ihr noch diesen Stacheldraht dran. Deshalb müssen wir hier echt übel aufpassen. Ja, da hinten geht's weiter. Ja, da ist der nächste, wenn ihr das erkennen könnt hier. Jetzt müssen wir wieder tierisch aufpassen, weil jetzt sind wir hier. Ja, tatsächlich. Also wir sind wahrscheinlich kurz vor der Anlage.
weil das immer vor diesen Anlagen halt auch errichtet wurde. Es könnte jetzt halt überall Stacheldraht sein, der uns blockieren wird. Oh, Junge, da hier oben übel angespitzt das Ganze extra. Deshalb, wir sind dann hier nämlich dann ganz schnell jetzt in der Todeszone. Ich werde jetzt mal eben dieses Ding spotten gehen, weil währenddessen die Kamera laufen zu lassen ist echt kreuzgefährlich. Ja, sieht sehr gut aus. Melanie hat recht gehabt. Es gibt noch einen einfacheren Weg. Und den haben wir jetzt hier gefunden. Das ist auch für uns absolut sicher jetzt in dem Fall, weil das andere war wirklich, das wäre wirklich eine Terroraktion gewesen. Ich bin wie gesagt durchgegangen, habe das jetzt aber nicht gefilmt, weil ich musste mich jetzt so konzentrieren einfach. Und das ist ja auch alles schon wieder so dschungelmäßig. Guck mal, hier ist ein Entwässerungskanal auch. Das sieht man schon. Da suhlen sich auch die Wildschweine da drüben. Das sieht man hier auch. Überall wieder die Infanterieabwehr hier. Ah ja, das hier ist jetzt richtig entspannt dagegen. Puh. Ja, wir laufen im Endeffekt jetzt, glaube ich, darauf zu. Ich will nur mal eben kurz hier zeigen, damit die Leute das sehen, wo wir gerade drin waren. Hier, das war nämlich vor mir jetzt die ganze Zeit, als ich da runter bin. Da kannst du nicht durchgehen, das ist heute noch saugefährlich. Das ist hier echt schon wieder richtig Indiana Jones-like. Guckt euch das mal an, ey. Boah. Riesig. Boah. Das ist ja eigentlich hier schon wieder eine eigene Festung, ne? Das ist ja gar kein einfacher Bunker mehr. Boah, da oben auch. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Auch hier oben, dieses Gebimsel hier, da würde man denken, das ist noch was vom Baum. Das ist alles Stacheldraht hier. Und sieht schon fast aus, als ob das von den Bäumen kommt. Es hat so eine krasse Atmosphäre hier. Ja, also ich bin richtig mega überrascht, oder wir beide sind halt richtig überrascht, weil wir jetzt mit so einer großen Anlage hier nicht gerechnet haben. Weil man spricht ja von diesen großen Festungen und dann, dass man eigentlich kleinere Bunker, so wie wir den ersten, den wir gezeigt haben, dazwischen gebaut hat. Aber das ist schon wirklich, ja, eigentlich schon eine kleinere Festung. Man hat hier die Gewehrscharten jetzt auch zu der Seite ringsrum und wir werden jetzt einmal um die Anlage gehen. Und wie toll das hier aussieht, ne? Mit dem Efeu, dem Moos. Das ist halt richtig wie so eine Ruine aus den Filmen von Indiana Jones. Ne? Das ist einfach so. Boah. Guck dir das mal an, ey. Boah. Ey, das ist nochmal eine riesen Klopper, ne?
Das ist Wahnsinn. Überall Gewehrschaden, aber es könnte ja auch vielleicht sogar schon für Kanonen hier sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt keine Bilder oder sowas im Netz davon. Wahnsinn. Ja, wir gucken gleich mal, ob wir da auch reinkommen. Hier geht's rein. So, hier sind wir reingegangen. Hier haben wir jetzt schon eine richtig massive Tür. Aber das sieht mir hier ein bisschen aus wie ein Notausstieg, weil es nur so klein ist im Verhältnis. Ja, das ist nur ein Notausstieg, Leute. Hier könnt ihr das erkennen. Und hier unten ist nur so eine Tür. Also die örtlichen Locals, die werden das sicherlich hier kennen. Hier ist auch ein bisschen moderner Müll drin. Aber jetzt sind wir im Prinzip hier in der Anlage drin. Genau, und stehen jetzt hier vor den einzelnen Scharten, die wir jetzt von außen gesehen haben. So eine richtig alte Heizung. Das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Hier auch größere Heizkörper. Okay, es geht auf jeden Fall noch nach unten. Oh, okay, das ist eine Nische. Guck mal, auch nicht schlecht, ne? Für die Lampen auch noch da die Halterung. Hier Zwischentüren waren aber aus Holz. So, ja. Okay, das ist alles so ein bisschen. Hier war ein Tisch installiert gewesen. So die einzelnen Kammern, die sind alle so ein bisschen für sich. Falls es hier Einwirkungen gab, dass das halt nicht hier die komplette Anlage betrifft, hat man dann die Bereiche trotzdem voneinander getrennt und nicht durchgängig. Hier werden sie ein bisschen größer, aber hier ist auch die Scharte deutlich größer. Aber wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, was jetzt hier verbaut war, aber vom Platz her, wenn man sich das jetzt hier anguckt, hier muss auf jeden Fall was Großkalibrigeres gestanden haben. Das sind wieder nur vereinzelte Gewehrschaden. Aber hier unten, dieser durchgängige Heizkörper, das habe ich so ehrlich gesagt auch noch in keiner Anlage jetzt gesehen. Die ganzen alten Keramikfassungen hier. Oh, hier haben sie Heizkörper nämlich schon abgebaut. Heinrichs Dach oder Heinrichs Blech heißt das, glaube ich. Hier oben sind noch die Isolatoren dran. Ich glaube, das ist jetzt hier der zweite Not. Das ist doch schon ganz schön verwinkelt hier. Hier unten ging das Wasserrohr her, die Wasserleitung. Und das ist hier der zweite Notausstieg. Es geht aber noch höher. Glas, das ist aber auch alles alt noch. Oder ist das hier der eigentliche Zugang? Schaut mal hier, Wassertank. Für Frischwasser.
Es scheint mir so, dass das hier der eigentliche Zugang mal war. Ja. Boah. Hier geht es auch nochmal nach oben. Oho, wir sind hier in der Kuppel, Leute. Okay. Diese massive Tür hier, das ist wirklich krass. Was ist denn das für eine Apparatur hier? Also es hat so ein bisschen was, als ob man hier Hülsen von einer Kanone nach unten verbracht hat in diesen Raum hier. Dass man das hier gesammelt hat. Okay Leute, wir gehen jetzt hier mal eben hoch auf diesen Turm. Zumindest die Leiter so weit hoch wie es geht. Die macht zumindest noch einen relativ stabilen Eindruck. Das kann aber auch so ein Scherenstand sein. Ja, ich glaube, das ist so ein Scherenstand, nennt man das, für die Beobachtung. So, da oben noch ein Tierchen, das wollen wir nicht so lange da anleuchten. Wahnsinn. Auch hier Heizkörper. Also das mit den Heizkörpern, das fasziniert mich auch ein bisschen, weil ich das in der Art und Weise noch nicht gesehen habe. So, ich bin jetzt in den Ausgangspunkt zurückgegangen. Man sieht, wie gesagt, hier oben überall die Isolatoren. Und da ist sogar noch ein alter Lampenschirm. So müsst ihr euch das vorstellen. Überall waren dann diese Lampenschirme mit den alten Keramikfassungen. Und hier geht man jetzt runter. Oh Gott, es geht noch weiter runter. Aha. Das scheint aber ein bisschen für Ventilation oder sowas gewesen zu sein hier. Mit diesen Schwungrädern wird noch so ein, wie so eine Art Keilriemen drauf befestigt gewesen sein. Oder irgendein Riemen, Gummiriemen, ich weiß es nicht, was sie da verwendet haben. Das sind die Toiletten gewesen hier. Tatsächlich. Oh, aus Keramik, so wie es aussieht. Normalerweise kenne ich die auch nur aus Steingut. So, jetzt bin ich einmal diese Treppe komplett nach unten gegangen. Ihr könnt das gerade sehen. Aber hier geht es nicht weiter. Aber hier wäre es vermutlich weitergegangen. Ist natürlich sehr interessant, aber hier ist komplett das Grundwasser oben. Aber hier müsste es auch irgendwo noch einen regulären Zugang gegeben haben. Vielleicht hätte man den hier rüber erreicht. So, Melanie und ich, wir sind jetzt nochmal hier hochgelaufen. Um einfach nochmal zu gucken, wo diese Kuppel ist, die wir jetzt von unten gesehen haben. Und die ist hier auf so einem erhöhten Plateau. Oh, da ist sie. Ganz schmal. Hier ist für den Beobachter die Kuppel. So, das war jetzt auch gerade wieder eine Tour hierher zu kommen. Ist auf jeden Fall voll Wasser hier. Nur die Taschenlampe rausholen. So, leuchten wir mal in die Geschichte rein hier. Es ist überall, wie gesagt, Pokalschecken, Leute. Das ist der Tod, der blanke Tod hier. Da komme ich aber auch nicht mit meinen Gummistiefeln rein. Keine Chance. Melanie hat schon was Betoniertes gesehen. Seht ihr es auch? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wir gehen mal da durch. Ein weiterer deutscher Unterstand der Moselstellung.
Also auch nochmal für euch, ihr habt es halt keine Kampfhandlung gegeben. Das war einfach nur in Vorbereitung für Grenzsicherung und so weiter. Und hätten die Franzosen diese Bereitstellung damals angegriffen, wäre das schlecht für die gelaufen, weil die halt richtig stark ausgebaut war. Und der Vorteil lag auch seitens der Deutschen, dass man viel weniger Soldaten brauchte, um das zu bemannen, um die Front zu halten. So, wir haben jetzt hier wieder einen Zugang, aber wir können schon sehen, das ist hier alles richtig überwachsen. Da hinten ist der zweite, oder? Ja. Es ist wieder heftig hier, einfach nur. Normalerweise, wie gesagt, braucht man hier Buschwerkzeug, Machete und so weiter. Ey. Wenn er nicht unter Wasser ist, kann ich ja mal versuchen reinzugehen. Okay Leute, wir versuchen hier mal reinzukriechen. Oh, Mücken. Ach Gott. Keine Chance, hier ist die Tür zu. Door is closed. So, hier haben wir keine Chance. Beide Türen sind zu, komischerweise. Vielleicht liegt da noch einer drin. Nein, keine Ahnung. Aber die sind komplett zu. Und ich denke mal nicht, bei diesen Unterständen, da gab es nicht noch einen weiteren Zugang. Der nächste. Diese ganzen Bunker, die wir hier finden, beziehungsweise Unterstände, die sollten nicht nur eine Verteidigungslinie bilden, sondern halt auch gleichzeitig besseren Schutz für das Aufmarschgebiet der Deutschen, für mögliche Angriffe über die Front. Und ja, wie gesagt, normalerweise wäre hier überhaupt gar kein Gestrüpp, aber das ist mittlerweile der reinste Bocage, Urwald geworden. So wie es aussieht. Müssen wir jetzt hier die nächsten Unterstände haben? Ja, genau. Das ist der nächste deutsche Unterstand. Ihr könnt das sehen, ey, wo wir hierher laufen. Das ist Wahnsinn. Die waren halt alle mal so ein Grabensystem angeschlossen. Ihr könnt es hier noch erkennen. Das ging hier irgendwie her. Dann in den nächsten Unterstand und so weiter. So wie es aussieht, ist der offen. Dass wir mal exemplarisch zumindest in einen reingehen. Oh, oi. Meine Güte. Lass mal gucken, ob hier irgendwas ist. So sehen die also aus. Der war nämlich auch mal voll Wasser hier. Hier für die Laternen. Heinrichsblech. Hier ist noch eine alte Milchkanne. Und noch alte Flaschen zum Teil. Dann geht's hier wieder raus. Hier ist schon der nächste wieder. Direkt daneben. Aber da spare ich mir jetzt reinzugehen. Das wird auch zu langweilig für euch.
Die sind dann, wie gesagt, identisch aufgebaut. Wir gucken jetzt mal, dass wir noch ein paar andere finden. Ja Leute, sieht das nicht idyllisch aus? Hier mit der Wiese. Ja, dreimal dürft ihr raten, wo wir rein müssen. Da rein. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal, damit ihr das mal seht, was das bedeutet. Da. Und jede Pflanze sieht so aus. Überall Stacheln. Und in sowas müssen wir jedes Mal rein, um diese Anlagen zu finden. Es könnte ja einfach sein, dann würde es ja auch jeder finden. Ne? Ich hoffe halt nur immer, dass irgendwelche Wildschweine oder andere Tiere schon ihre Wege darin gesucht haben und gefunden haben. Weil die gehen ja auch den Weg des geringsten Widerstandes, die Tiere. Die kämpfen sich ja auch nicht unnötig rein. Ja. Und ich hoffe mal, wir finden jetzt auch sowas. Juhu, Mella hat einen Weg gefunden. Rein geht's. Das ist ja komisch, oder? Sieht mir aber so aus, als ob das nur ein Teil davon ist. Kann das sein? Oh. Was ist das? Also hier, das ist ja ausgestemmt. Aber hier ist ja ringsrum nichts. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier eben rumgehen, Leute. Und gucken, weil das ist hier nur ein Stück Beton irgendwie. Weil das ist ja hier auch kaputt, hier oben. Ja Leute, so wie es aussieht, ist das Ganze gesprengt worden. Das war uns jetzt nicht bekannt, außer das größere Stück, was ich euch jetzt eben noch gezeigt habe. Das war alles. Und wenn man das jetzt hier mal sieht. So, das hier sind nämlich alles Steine. So, das war mal der Bunker gewesen. Und das ist hier überall verteilt. Aber ich bin jetzt hier hinten noch durch das Dickicht weitergegangen. Das macht sonst alles keinen Sinn. Und ich stehe hier auch auf ganz vielen Steinen drauf. Ja, ihr kennt das jetzt halt nur nicht mehr, weil das voll drauf gewachsen ist. Hier auch. Da müsst ihr nämlich auch ein Auge für haben. Jetzt könnt ihr das sehen. Hier ist der Beton. Und das größere Stück liegt nämlich hier. Schade. Boah, und es ist mordsanstrengend, sage ich euch, Leute. Das ist echt heftig hier, wenn man hier diese Anlagen erkunden will, diese Verteidigungslinie. Das ist Wahnsinn. So, wir sind jetzt an einem weiteren Waldstück angekommen. Wir haben uns praktisch ein bisschen verlagert, sind aber weiterhin die Moselstellungen, weil wir in den anderen Waldstück einfach nicht weitergekommen sind. Also wir konnten den Gefechtsstand und so weiter jetzt überhaupt nicht zeigen. Es gab keine Möglichkeit, da reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Waldstück sind andere Hindernisse. Die zeige ich euch mal eben. Hier könnt ihr sehen, wäre der Bunker. Und hier wäre der Zugang. Wahrscheinlich da und da. Aber es funktioniert nicht. Dafür können wir hier noch ein paar interessante Sachen uns anschauen. Hier sind diese Auslässe, höchstwahrscheinlich für Öfen oder allgemein für die Belüftung gedacht. Hier sind zwei nebeneinander. Und da ist noch eine. In den meisten Fällen fehlen nämlich die kompletten Abdeckungen. Aber hier sind sie noch erhalten. Tja, wir hoffen mal, dass wir jetzt hier noch ein paar Anlagen finden, wo wir reinkommen. Hier zum Beispiel ist schon eine ab. Die ist nicht mehr drauf. Ja, deshalb, wir gucken mal und hoffen, dass wir hier noch in die ein oder andere Anlage reinkommen.
Herr Melanie hat sich hier auf diese Seite noch vorgekämpft. Hier wäre wahrscheinlich auch ein Eingang gewesen. Wir standen eben da hinten, sind jetzt hier rum. Aber hier ist leider auch nichts. Der ist bis Oberkante voll. Ja, der zweite Bunker in diesem Abschnitt. Gleiches Bild. Hier wäre der Hauptzugang. Aber das wären auch riesige Dinger, ne? Aber wieder bis Oberkante voll. Meine Güte. Hier könnt ihr jetzt die Linie erkennen. Zack. Gut, man weiß jetzt auch nicht, ob das künstlich gemacht wurde. Aber das wird auch irgendwann mal ablaufen. Schade, kommen wir auch nicht rein. So, Mella hat jetzt einen Bunker entdeckt, der nicht unter Wasser steht. Oh. Hier ist so eine Lampe. Und wir haben hier Ziffern. Mella schon ein bisschen frei gemacht. 102. Ja, hier sind mal welche schon eingestiegen. Das ist zwar auch schon ein bisschen länger her, aber wir haben sie wieder Müll reingeschleppt. War nur ein kleiner Unterstand. Also nicht so groß wie den wir gerade hatten, aber dieses Heinrichsblech, wie man das hier nennt, ja, voll verzinkt, das hält sich einfach krass. Unmittelbar von diesem Bunker entfernt hier ist noch irgendwie ein kleiner Unterstand, aber hier scheint was Größeres zu sein. Wir gehen mal weiter, es fängt auch immer mehr an zu stürmen. Deshalb beeilen wir uns mal ein bisschen. Ich meine, zur Not können wir uns da unterstellen. Ja, mal gucken. Hier sind überall Wildschweine, weil der ganze Wald besteht eigentlich aus Eichen, also fast zumindest. Deshalb sind hier übel viele Wildschweinspuren. Die haben hier richtiges Festessen. Boah. Das sieht aber auch mal cool aus, oder? So richtig schön rund. Das sind zwar auch schon, glaube ich, Schmierereien, aber wir gehen einfach mal rein. Ja, das ist halt wieder ein bisschen mehr zivilisationsnah, das ist das Problem. Ach, du grüne Neune. Das ist, glaube ich, sehr, sehr stark vermüllt. Oh. Boah. Und auch unter Wasser, Leute. Und hier sind übel viele Mücken. Boah. Ich mache erstmal einen Rückzug. Boah. Junge, 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 Junge. Oh. Gucken uns den mal von der anderen Seite noch an. Kann man das zumindest mal außen so richtig schön zeigen hier. Hier hat man die Schaden. Ja, aber im Gegensatz zum Westwall vom Zweiten Weltkrieg sind die Anlagen halt aus dem Ersten Weltkrieg noch erhalten, ne? Weil hier keine Alliierten irgendwas gesprengt haben. Die Franzosen haben hier nichts gesprengt. Deshalb kann man das hier sich ganz gut anschauen. Hier haben wir die 104.
ist hier oben noch ganz gut zu erkennen. Die werden jetzt fortlaufend sein. Und weiter oben habe ich jetzt auch schon einen gesehen wieder. Also jetzt zieht sich das jetzt hier auch schlagartig zusammen. Ihr müsst es auch auf der Kamera sehen, das ist schon etwas dunkler. Und es ist auch unheimlich schwül. Deshalb ist das jetzt auch mit dem Gewitter hier. Jo. Hier ist der nächste. Wir haben auch hier wieder so einen Begrenzungsstein. Das hatte ich auch mal erklärt, dass die damals, also auf deutscher Seite halt auf jeden Fall, das nicht einfach so enteignet haben, dieses Grundstück oder dieses Gebiet, wenn das schon jemandem gehörte, sondern die haben das halt gekauft und dann halt entsprechend abgesteckt. Ja. Und hier ist der nächste. Leider muss ich hier halt sagen, dass diese Anlagen wirklich sehr stark vermüllt sind. Deshalb brauchen wir jetzt hier auch nicht reingehen. Wir machen es hier nur mal vollständigkeitshalber. 105. Also das ist jetzt hier fortlaufend. Das sind halt auch keine Kampfbunker. Es gibt hier keine Schießschaden oder ähnliches, sondern das sind einfach nur Unterkünfte. Mehr ist das hier in dem Fall nicht. So Leute, wir machen uns jetzt lieber hier schleunigst vom Acker. Wir hätten jetzt noch 1 oder 2 Bunker gehabt, aber ich glaube, die können wir uns schenken. Die werden ähnlich aussehen, weil das Gewitter ist jetzt hier direkt eigentlich schon über uns. Und ja, ich hoffe, euch hat das trotzdem, oder wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr hört es im Hintergrund, Warnsignal. Es war wieder ein Aspekt der Moselstellung, auch wenn wir jetzt nicht alles so gefunden haben, was wir uns auf die Agenda geschrieben haben. Aber wie gesagt, das ist auch kein Museum oder irgendwas. Ihr habt ja gesehen, wo wir durchkriechen, Pokaschecken, kaum Weg rein. Wenn nicht irgendwie Tiere schon einen Weg bereitet haben, fast unmöglich. Wo letztendlich auch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg dran gescheitert sind, muss man einfach so sagen. Und die Deutschen diese Pokaschecken auch gut für ihr Verteidigungskonzept genutzt haben. Aber es war trotzdem mega spannend und wir hoffen, euch hat es halt wie gesagt gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Das ist vollkommen kostenlos, da würden wir uns sehr drüber freuen. Schaut euch die anderen Videos an, die ihr auf unserem Kanal findet. Wir haben ganz viele Thematiken zum Ersten und Zweiten Weltkrieg schon besucht und abgehandelt. Da ist bestimmt einiges für euch dabei. Kommentare sind immer gern gesehen. Einfach ein bisschen YouTube triggern. Und vielleicht habt ihr auch selber solche Erkundungen gemacht. Und ich will jetzt nicht lange labern. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.